Euch ein paar Handschuhe stricken auf der Strickmaschine und ich habe jetzt schon das Bündchen mit dem KG gestrickt. Ich habe 50 Maschen aufgenommen und 30 Reihen gestrickt. Das könnt ihr dann auch mit dem Doppelbett stricken. Ich habe da auch ein Video zu gemacht. Das habe ich jetzt schon mal vorbereitet, weil ich möchte mich einfach auf den Handschuh beschränken. Ich möchte euch den Handschuh zeigen und deshalb habe ich das Muster schon mit dem KG-Schlitten vorgestrickt. Den nehmen wir jetzt erstmal ab und machen den Schlitten dran. Wir stricken in Runden, wir hängen gleich die Maschen auf das vordere Nadelbett. Und zwar nehmen wir unseren Umhängekamm, den hier, und nehmen die Gewichte raus. Und nun diese Maschen schieben wir zurück, sonst stören die uns nachher bei der Arbeit. Jetzt schieben wir das untere Nadelbett nach oben. Schieben hier unten am Nadelbett 25 Maschen in Arbeitsposition und hängen die Maschen vom Strickstück da rein. Die Kläppchen müssen wir wegschieben. So. Bisschen am Strickstück ziehen. Die Maschen müssen vor dem Kläppchen sein. Und dann kann man auch die Nadel zurückschieben. Oh, da ist eine Masche verloren gegangen. Mit der, die müssen wir jetzt wieder auffangen und da können wir die in diese Masche auffangen. Die werde ich jetzt erstmal hochhäkeln müssen. So. Und jetzt nehme ich den Decker und die darauf. So, da ist sie eingefangen. Und jetzt können wir das Doppelbett noch mal richtig hochschieben. Nee. Da unten sind mehr Maschen als oben. Ich glaube, das gehört nach oben. Dann nehme ich meine Doppeldeckernadel. Dann kann ich die
besser nach oben hängen. So. Ja. Hoch. So. Jetzt passt das besser. Jetzt sind oben und am unteren und am oberen Nadelbett die gleichen Maschen. Der Faden ist rechts, also muss der Schlitten auch nach rechts. So, nun wollen wir ja den Schlitten einstellen. Wir wollen ja rund stricken. Dann nehmen wir die zweite Paar-Taste. Rechts auch, nach oben. Und dann den Reinzähler auf 0, weil wir stricken jetzt 20 rein. Ja, wir stricken mit 6 oben und 6 unten. Stricken wir jetzt erstmal bis zum Daumen. So, nun sind wir beim Daumen und da, also entweder rechts oder links, fangen wir mal hier rechts an. Da versetzen wir eine Masche nach außen, oben und unten. Und nehmen hier den Querfaden und hängen den auf die frei gewordene Nadel rechts. Außen am Maschengitter vorbei. Darauf. Unten auch. Vordere Nadelbett nach unten und dann, achso, das ist ja diese hier. Und dann auf die frei gewordene Nadel rauf. A2 rein stricken. Dann das nächste Mal 2 Maschen nach rechts, dann 3 Maschen nach rechts und 4 Maschen nach rechts. Insgesamt machen wir das 5 Mal. Jetzt stricken wir erstmal 2 rein. So, und jetzt geht es wieder, das ist nämlich der Keil. Dann nehme ich einen Doppeldecker. Zwei Maschen nach rechts oben und 2 Maschen nach rechts unten. Und verschiebe jetzt wieder den Querfaden auf die leere Nadel. So, ich nehme jetzt mal den Haken dazu. Nun schieben wir 3 Maschen nach rechts. Oben und unten.
hängen die eine wieder aus dem Querfaden nach. Am besten man hängt da dann auch noch ein Gewicht rein, damit der Abzug auch da ist. So. 2. Nun kommen 4 Maschen nach rechts und danach 2 reinstricken und danach 5 Maschen nach rechts. So, wir sind fertig mit dem Keil und nun stricken wir als nächstes nur den Daumen. Das heißt, 6 Maschen oben, 6 Maschen unten ist der Daumen und den Rest vom Handrücken werden wir erstmal in E-Position schieben und stilllegen. Das sind 19 Maschen. Dann müssen wir die Einstellung machen. Das heißt, wir stellen hier den Nadelrückholer auf H und hier unten auch auf H, hier auch auf H. Den Zähler stellen wir auf 0, auf Rundstricken eingestellt. Die Gewichte kann man auch noch mal nachziehen, damit der Abzug auch richtig funktioniert. Weil hier funktioniert es schon mal nicht. Da hänge ich jetzt mal ein Gewicht in den Keil rein. Nun nehmen wir den Zweierdecker und nehmen eine Masche ab. Das heißt, wir schieben die 2 Maschen rechts auf die linken Nadeln und links oben auf die rechten Nadeln und unten am unteren Nadelbett machen wir das genauso. Dann haben wir oben und unten an beiden Seiten jeweils eine Nadel abgenommen. Die schieben wir auch wieder zurück in die A-Position, damit sie uns nicht wieder stören. Die Gewichte nachhängen. Zwei reinstricken. Das machen wir so lange, bis wir oben und unten jeweils 3 Nadeln übrig haben.
Also wir haben jetzt noch 4 oben und 4 unten. Und da machen wir oben nur noch eine Masche rechts und unten eine Masche rechts. Also dann haben wir 3. Und dann noch 2 rein und nun ziehen wir den Faden da durch. Dann sind wir mit dem Daumen fertig. So, der Daumen ist fertig. So, jetzt stricken wir die Handflächen und dafür schieben wir den Nadelrückholer wieder zurück. Die Nadeln in Arbeitsposition. Nun haben wir die Nadeln wieder in Arbeitsposition geschoben, den Nadelrückholer oben und unten wieder auf N gestellt. Es ist noch Rundstricken eingestellt und wir müssen jetzt hier, wo der Keil ist, die ersten beiden Maschen verschränken. Wir tauschen die aus. Diese hier, die obere und die untere. Jetzt stricken wir 50 rein. Wir stellen den Maschenzähler auf 0. So, und dann stricken wir die Handfläche. Nun nehmen wir den Zweierdecker und nehmen oben und unten jeweils an beiden Seiten 2 Maschen ab. Die leer gewordenen Nadeln zurückschieben in A-Position. Und nun stricken wir 2 rein. Und jetzt nehmen wir wieder oben und unten jeweils an den Seiten eine Masche ab. Und stricken 2 rein dazwischen. Das machen wir so lange, bis wir nur noch 8 Maschen übrig haben, also oben 4 und unten 4. So, nun sind wir fertig und jetzt können wir auch wieder den Faden durch die 8 Maschen ziehen. Die Gewichte rausnehmen.
So, wir machen jetzt die Öhrchen. Und die Öhrchen, da brauchen wir 5 Maschen dafür. Und dann machen wir einen Wickelanschlag. Machen die Webbürsten rein. Eine Wäscheklammer. Eins, zwei, jetzt nehmen wir an beiden Seiten eine Masche ab. So, das erste Öhrchen ist fertig. Und das wird jetzt mit diesem rosanen Garn mit festen Maschen umhäkelt.